Mir wurde eine Diesellokomotive der SNCF angeboten, Modell der Baureihe 68000 oder 68000, die Loknummer 68001 der französischen Staatsbahn. Der Knackpunkt daran, es ist kein Märklin-Modell, sondern es ist ein Fleischmann-Modell. Und ich bin da nicht so der große Freund davon, zu meinen Märklin-Lokomotiven, auf die ich mich hier eigentlich hauptsächlich beschränken möchte, zusätzlich andere Fabrikate aufzunehmen. Nicht, weil ich andere Fabrikate für schlechter halte, sondern weil gerade bei den älteren Lokomotiven halt dann doch irgendwann mal der Motor oder Ersatzteile fällig sind, Achsen, Räder, sonst irgendwas. Und dann geht's wieder los. Und ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen, die sich hier nicht in meinem Fundus befinden. Und deswegen sehe ich eigentlich von Fremdfabrikaten eher ab. Aber in dem Fall ist es eine Lokomotive, die mich schon immer sehr fasziniert hat, wenn ich sie auf anderen Anlagen habe fahren sehen. Und Märklin hatte dieses Modell definitiv nicht im Angebot. Die Lokomotive kam zum ersten Mal bei Fleischmann auf den Markt in 1964. Interessant ist dann hier in den Daten einmal die Länge über Puffer 203 mm und dann für mich mit ausschlaggebend der Werkstoff Gehäuse und Fahrgestell aus hochwertigem, modelltreu detailliertem Zinkdruckguss. Das heißt, wir haben wieder eine richtig schöne, schwere Lokomotive, so wie wir es auch von den älteren Märklin Metallmodellen gewohnt sind. Lackiert in den Farben des Vorbilds mit vielen Einzelheiten, alle Fenster verglast, automatische Kupplungen an beiden Pufferbohlen, Antrieb robust, das Stirnradgetriebe auf alle Achsen des Triebradgestelles. 4 Räder sind zur Erhöhung der Zugkraft mit Haftreifen ausgerüstet und die Beleuchtung mit Fahrtrichtung wechselnd. Modelltreues Dreilicht-Spitzensignal. Im Katalog gibt es noch eine zweite Seite und hier das Vorbild dieser attraktiven Lokomotive ist A1A Diesel elektrisch angetrieben, Höchstgeschwindigkeit 130 Stundenkilometer, Motorleistung ca. 3000 PS und das Gesamtgewicht 106 Tonnen. Und dann habe ich nochmal ein Bild aus dem 1984er Katalog. Das ist dann der letzte Katalog, den ich frei im Netz gefunden habe, denn ich selbst habe keine Fleischmann-Kataloge. Und im 1984er Katalog ist dann auch tatsächlich ein Foto drin und nicht nur die Zeichnung. Und ich habe dann gefunden bei eBay, und zwar diese Annonce hier, Digital Fleischmann 4280 für Märklin, Wechselstrom SNCF, Diesellok für 65 €. Und in der genaueren Beschreibung steht dann drin, dass es ein ESO-Decoder ist, der hier schon eingebaut ist. Und die Lokomotive, wie gesagt, schon auf das Märklin-Wechselstromsystem umgebaut ist und bei 65 € plus ungefähr 6,50 € Versand war das eine sehr interessante Offerte, um mir meine erste Fleischmann-Lokomotive zuzulegen. Die Lokomotive kam dann hier an, ich habe sie ausgepackt, auf die Schiene gestellt. Tatsächlich, der Decoder wird direkt erkannt und die Lokomotive fährt glücklicherweise auch alle Radien, die ich hier verbaut habe, beziehungsweise über alle Weichen, denn das war jetzt meine größte Befürchtung, dass wir hier eventuell Probleme haben, dass die Lokomotive hier zwar aufs Märklin-System umgebaut ist, aber vielleicht mit den Metallschienen oder Weichen nicht zurechtkommt. Aber das ist nicht der Fall und die Lokomotive dreht hier vollkommen problemlos ihre Runden. Ich habe die Lokomotive dann hier nochmal von der Seite fotografiert. Ich könnte jetzt nicht sagen linke Seite, rechte Seite, denn leider sind die Führerstände hier nicht mit Führerstand 1 und 2 markiert, sodass ich gar nicht weiß, ist es die linke oder die rechte Seite, die jetzt hier die eigentliche Vorwärts-Rückwärtsrichtung hier bestimmt. Das konnte ich leider nicht feststellen. Wenn irgendjemand da Ahnung von hat, dann wäre es schön, wenn man es in die Kommentare schreibt. Die Idee von mir ist, da der Katalog sie immer mit diesen 2 weißen Streifen hier in der Front zeigt nach vorne, dass das wahrscheinlich die eigentliche Vorwärtsrichtung ist, aber genaues kann ich hier nicht feststellen. Dann haben wir bei der Lokomotive hier gleich so einen kleinen Knackpunkt, und zwar sind das wohl immer wieder die Pufferteller. Das wurde also des Öfteren hier schon bemängelt, dass da die weiße Farbe abplatzt. Hängt meiner Ansicht nach wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass im Grunde genommen unten schon mal in hellblau vorlackiert ist und das Weiß einfach drüber lackiert ist. Und ich denke, hier ist es immer wieder möglich, dass hier angekuppelte Wagen in der Berührung der Puffer diese überlackierte weiße Schicht dann immer wieder abplatzen lässt. Denn das haben auch andere im Internet bemängelt, dass das einer der Schwachpunkte der Lackierung bei der Lokomotive ist. Ich denke, das sind aber Kleinigkeiten. Ansonsten ist die Front für mich hier sehr schön detailliert und auch die andere Seite sieht hier richtig gut aus und steht den Märklin-Lokomotiven eigentlich in keinster Weise nach.
im Verhältnis zu meiner französischen E-Lokomotive hier sogar für mich ein bisschen realistischer, weil die französische Diesellokomotive von Fleischmann hier dann schon Glassichtscheiben besitzt und die Optik hier für mich einen sehr guten Eindruck macht. Und dann hier ein kleines Detail, mit dem ich jetzt gar nicht gerechnet habe. Während der Fahrt dachte ich einmal, die Puffer wackeln so ein bisschen und ich habe dann gemerkt, dass sich diese komplette Pufferbohle von rechts nach links verschieben lässt. Ich denke mir mal, das hat vielleicht was damit zu tun, in engen Radien, dass die einfach befahren werden können und bevor es dann hier zu allzu großer Spannung kommt, sich die Pufferbohle noch ein bisschen mit verschiebt und sozusagen ein Entgleisen der Wagen in engen Radien verhindert wird. Man kann das dann hier nochmal von unten sehen. Das heißt, die Puffer und Kupplungen sind auch nicht mit dem Drehgestell verbunden, so wie es bei Märklin in der Regel ja bei den alten Lokomotiven ist, sondern lässt sich hier vollkommen frei bewegen. Und hier hatte ich dann das Motordrehgestell ausgebaut und da kann man das nochmal besser erkennen, dass hier rechts und links im Inneren jeweils eine Feder ist, die diese komplette Pufferbohle wieder zurück in die Mitte zieht. Dann habe ich die Lokomotive hier mal komplett von unten und was jetzt hier ein bisschen ungewöhnlich ist, dieser Umbau wurde wohl hier so ausgeführt, dass der Schleifer zur Stromabnahme jetzt am rechten Drehgestell hier installiert wurde und das ist dann auch gleichzeitig das Antriebsgestell. Bei Märklin ist es ja in der Regel so, dass der Schleifer nicht am Antriebsgestell befestigt ist. Und ob das technisch nicht anders möglich ist oder ob das nur für denjenigen, der umgebaut hat, hier die ganze Sache einfacher war, das kann ich im Nachhinein natürlich nicht mehr feststellen. In der Praxis ist das jedenfalls für mich kein Vorteil, eher ein Nachteil, das zeige ich euch nachher nochmal. Ich bin dann erstmal hingegangen und habe hier diese 4 Tanks hier unten ausgebaut, um da mal hineinzuschauen. Da das ja meine erste Fleischmann-Lokomotive ist, war ich da ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht so ganz sicher war, wie hier was befestigt ist, aber im Großen und Ganzen erklärt sich das Ganze nachher eigentlich von selbst. Man hat dann auf jeder Seite vom Gehäuse jeweils so 2 Schrauben, die man dann lösen muss und daraufhin kann man dann die beiden Drehgestelle nach unten aus der Lokomotive herausnehmen. Ich habe erstmal nur die linke Seite geöffnet, weil ich nicht sicher war, wie einfach ich das nachher wieder reinbekomme. Die Kabel sind hier nicht allzu lang, das heißt auf der linken Seite jetzt erstmal das Drehgestell abgenommen und dann sind also hier doch Kabel dran. Das heißt, hier wird dann im Grunde genommen der Strom von den Rädern abgenommen. Und unter diesem Klebeband ist dann der Decoder befestigt und die Kabel und so weiter sind dann in das Lokgehäuse eingeklebt. Ist also anders als wie beim Märklin. Hier habe ich mal so eine V200 aufgemacht, wo wir ja dann unten unsere durchgängige Bodenplatte haben und wenn das Gehäuse abgenommen ist, relativ gut an die ganzen Motorteile und Einzelteile rankommen und gerade wenn man Decoder nachträglich einbaut, das Ganze hier problemlos befestigen kann. Das ist dann für mich jetzt auf den ersten Blick zumindest bei der Fleischmann-Variante hier etwas umständlicher. Ich habe dann auch noch in dem 1984er Katalog gefunden, den Motor, mit dem Fleischmann wohl bis dahin die Lokomotiven ausgerüstet hat. Und hier der Fleischmann-Ringmagnet ermöglicht vorbildgetreues langsames Anfahren und Abbremsen der Lokomotiven bei höherer Leistung oder bei hoher Leistung, auch beim Fahren auf Strecken und im Rangierbetrieb erlaubt der Ringmagnet vorbildgetreues optimales Beschleunigen und Abbremsen der fahrenden Züge. Und da bin ich jetzt auch erstmal davon ausgegangen, dass der Motor wahrscheinlich in meiner Lokomotive hier verbaut ist. Und als ich dann auf der rechten Seite das Drehgestell gelöst habe, habe ich aber hier einen ganz anderen Motor drin und jetzt kenne ich mich mit den Fleischmann-Lokomotiven halt überhaupt nicht aus. Kann nicht sagen, ob das jetzt ein Nachfolgemotor ist und wie gesagt, auch hier sind die Kabel relativ kurz. Ich kann das jetzt gar nicht so schön perfekt fotografieren, weil das Gehäuse da oben mit Kabeln dranhängt und ich auch nicht den Decoder jetzt hier aus der Verklebung da unten sozusagen lösen wollte, um ihn nachher wieder einzubauen. Für mich wirkt das Ganze hier ein bisschen mit diesen Verlötungen am Motor, als wenn der Motor hier ausgetauscht worden wäre und das eher eine private Bastelarbeit ist, als dass das von Werk aus schon so ausgeliefert wurde. Denn meine Variante der Lokomotive sollte eigentlich gebaut worden sein von 1964 bis 1990. Und da bin ich davon ausgegangen, dass es dann auch der gleiche Motor ist. Und es gab dann eine zweite Version der Lokomotive unter der 4281. Diese wurde dann von 1994 bis 2008 aufgelegt. Und die Lokomotive hat dann aber auch eine andere Betriebsnummer, die 68006. Und das hat meine Lokomotive hier definitiv ja nicht. Deswegen, wenn hier irgendjemand Ahnung von Fleischmann-Lokomotiven hat,
um welchen Motor es sich hier handelt, dann wäre es schön, wenn ihr mir das mitteilen würde, denn das würde mich sehr interessieren, ob Fleischmann hier sozusagen zwischendurch einfach den Motor gewechselt hat oder ob das hier jemand vielleicht durch den Einbau des Digitaldecoders für notwendig gehalten hat, dass der Motor hier gewechselt werden musste. Ich habe die Lokomotive dann wieder zusammengesetzt und bin froh, dass das Ganze hier völlig problemlos seine Runden dreht. Und von den Fahreigenschaften her ist wahrscheinlich durch die Digitalsteuerung hier überhaupt kein Unterschied zu merken, ob ich meine Märklin-Loks digital fahren lasse oder ob die Fleischmann-Lok hier ihre Runden dreht. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Problematik hier, weil normalerweise haben wir den Antrieb bei den Märklin-Lokomotiven hinten und den Schleifer vorne. Wenn ich den Antrieb jetzt nach hinten nehme, dann habe ich durch meine relativ kurzen Halteabschnitte in den Signalen die Problematik, der Schleifer ist auch hinten und die Lokomotive fährt jetzt sozusagen ein ganzes Stück am Signal vorbei. Und wenn ich den Schleifer dann nach vorne nehme, dann habe ich auch gleichzeitig den Motor vorne. Und ein weiteres Problem ist jetzt hier für mich, dass der Decoder sozusagen sein Gedächtnis verliert, wenn ich die Zentrale ausschalte und wieder einschalte. Dann behält er sich diese Richtung nicht bei, beziehungsweise die andere Richtung ist für ihn immer die Vorwärtsrichtung. Und in dem Moment, wenn ich das Signal grün schalte und die Lokomotive anfahren lasse, fährt die Lok erstmal rückwärts, was natürlich für einen Automatikbetrieb oder wenn man sie irgendwo im Schattenbahnhof stehen hat, natürlich überhaupt nicht funktioniert, sodass ich die Lok eigentlich drehen muss und mit dem Motor und Schleifer nach vorne fahren lassen muss, damit ich das Problem mit dem Halteabschnitt und das Problem mit der Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahrt nach Abschalten der Zentrale wieder lösen kann. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, das kriegen wir auch noch in den Griff. Ich bin jetzt erstmal froh, dass die Lokomotive sauber fährt. Denn wie gesagt, meine größte Befürchtung war, dass hier eventuell die Fleischmann-Achsenräder hier Probleme machen auf den alten Märklin-Schienen, aber das ist vollkommen problemlos. Ich freue mich über ein mal wieder sehr außergewöhnliches Modell, weil es das halt von Märklin nicht gab. Und auch vor den silbernen Märklin SNCF-Wagen der 4050er sind das hier bei mir, macht die Lokomotive, finde ich, auch eine richtig gute Figur. Wenn jetzt irgendjemand Ahnung hat von diesen Fleischmann-Motoren, dann wäre es schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt. Würde mich interessieren, ob das ein Austauschmotor ist oder ob die Lokomotive eventuell so zu einem späteren Zeitpunkt ausgeliefert wurde. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.